Guten Abend. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bedanken bei dem IGM-Team, dass Sie mich eingeladen haben, heute an dieser Podiumsdiskussion teilzunehmen. Und wir haben ja jetzt sehr viel gehört über die synthetische Biologie, in dem Sinne, dass wir über den biologischen Hintergrund etwas gehört haben. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt auch ein bisschen etwas zu den ethischen Fragen sagen darf. Allerdings wird das jetzt ziemlich kurz, aber wir können ja dann in der Diskussion noch ein bisschen auf die Details eingehen. Ich möchte konkret zwei Fragen nachgehen. Erstens einmal der Frage, was sind eigentlich ethische Fragen? Das ist nämlich etwas, das habe ich gemerkt, das wird immer wieder verwechselt. Und ich möchte etwas dazu sagen, was sind ethische Fragen, inwiefern, also wie unterscheiden die sich von Geschmacksfragen zum Beispiel. Und dann im zweiten Teil werde ich etwas dazu sagen, welche ethisch-moralischen Fragen die synthetische Biologie aufwirft, und das wird sehr oberflächlich sein. Also wir haben nicht die Zeit, jetzt hier auf die Details einzugehen, aber einfach mal so ein bisschen einen Katalog aufstellen. Wir werden ja in der Podiumsdiskussion dann auch diese Umfrage diskutieren, die das IGM-Team gemacht hat, und da werden sicher auch moralische Bedenken zur Sprache kommen, die in der Bevölkerung vorhanden sind. Und um hier gewissen Missverständnissen vorzubeugen, die man hier oft findet, möchte ich eben diese Unterscheidung zwischen Geschmack, Moral und Ethik nochmal vorstellen. Ups, das klingt zu schnell. Viele Urteile, die wir fällen, vor allem auch viele ablehnende Urteile, sind Geschmacksurteile. Das sind Urteile, mit denen wir ausdrücken, ob uns oder ob mir persönlich etwas gefällt, ob ich etwas mag. Also die Frage, ob wir jetzt ein solches rosarotes Rüschenhemd für Herren, ob wir das jetzt schön finden oder nicht, das ist Geschmackssache. Das ist ein sehr individuelles Urteil. Und mit einem solchen Urteil haben wir keinen Universalitätsanspruch. Also wenn ich sage, mir gefällt ein solches Hemd nicht, will ich damit nicht sagen, dass Leute, denen das gefällt oder Leute, die ein solches Hemd tragen, etwas Verwerfliches tun oder dass sie etwas tun, das man tadeln oder sogar bestrafen müsste. Sondern ich kann vielleicht den Kopf schütteln, aber schlussendlich ist das die persönliche Meinung, die jedermann haben darf. Anders ist es mit moralischen Urteilen. Wenn ich sage, etwas ist unmoralisch, will ich damit sagen, dass man das nicht tun darf, dass das etwas ist, das für alle gilt. Es ist hier ein Universalitätsanspruch da. Es ist etwas Allgemeingültiges. Und solche Urteile sprechen wir zum Beispiel aus im Zusammenhang mit Tierhaltung. Wenn wir sagen, dass es hier gewisse Standards geben soll, dass Tierfabriken etwas Unmoralisches sind, dann haben wir diesen Universalitätsanspruch, dass es etwas ist, das für alle gelten sollte und das man auch je nachdem gesetzlich regeln sollte. Trotz dieses Universalitätsanspruches ist es oft so, dass moralische Urteile von der Gesellschaft oder der Zeit und der Kultur abhängig sind. Das sieht man gerade auch wieder bei dem Umgang mit Tieren. Der Umgang mit Tieren war vor 100 Jahren in unserer Gesellschaft anders und er ist heute noch anders in anderen Kulturen. Teilweise ist es ein engeres Verhältnis, teilweise ein weniger enges Verhältnis. Also es gibt hier kulturelle Unterschiede bei diesen Urteilen. Und den Unterschied zwischen Geschmacksurteilen und moralischen Urteilen kann man zum Beispiel auch illustrieren an zwei verschiedenen Typen von Vegetariern. Es gibt Vegetarier, die essen kein Fleisch, weil sie es nicht mögen, weil sie einfach finden, dass das nicht gut schmeckt. Und das wären dann Vegetarier, für die wäre das die Entscheidung, kein Fleisch zu essen, ein Geschmacksurteil. Andere Vegetarier essen kein Fleisch, weil sie finden, man dürfe Tiere nicht töten, das sei unmoralisch. Und das wäre dann eben ein moralisches Urteil. Nun, insbesondere im deutschen Sprachgebrauch unterscheidet man nochmal zwischen Moral und Ethik. Und zwar ist es so, dass es in der Ethik dann um das Nachdenken um Moral, um das Begründen vor allem der Moral geht. Also während das moralische Urteil ist, dass man darf kein Fleisch essen, wäre dann das ethische Urteil, die ethische Frage, weshalb darf man eigentlich kein Fleisch essen? Was ist da eigentlich, was steht da dahinter? Und viele Tierethiker argumentieren dann so, dass Tiere leiden können, dass Tiere Schmerzen empfinden, oder andere sagen, Tiere haben Rechte, die wir berücksichtigen müssen. Da werden also Gründe gegeben, weshalb diese moralischen Urteile gefällt werden und weshalb sie berechtigt sind. Auch hier ist natürlich ein Universalitätsanspruch vorhanden. Diese Gründe, die sollten rational sein, sollten vernünftig sein und für alle nachvollziehbar.
Und Ethiker betonen gerne, dass ihre Urteile oder ihr Ansatz unabhängig sei von den gesellschaftlichen Traditionen, weil sie ja genau die gesellschaftlichen Moralvorstellungen hinterfragen wollen. Aber natürlich, wenn wir das durchdenken, ist es so, dass auch die Ethiker sind Teil einer Gesellschaft und bewusst oder unbewusst werden auch sie beeinflusst von den traditionellen Vorstellungen und Werten. Aber trotzdem ist ein gewisser Anspruch da, eine übergeordnete Stellung zu nehmen und diese Wertvorstellungen zu hinterfragen. Das heißt aber nicht, dass alle Ethiker immer schön gleicher Meinung sind, das ist ganz und gar nicht der Fall. Im Gegenteil, da wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. Und der Grund dafür ist, dass es eben unterschiedliche ethische Theorien gibt, die auf unterschiedliche Arten begründen. Manche Ethiker betonen sich in ihren Begründungen auf Kosten-Nutzen-Analysen, die sagen, etwas ist dann moralisch, wenn es viel Nutzen bringt. Andere betonen Rechte, die sagen, ja, wir müssen in der Moral Rechte berücksichtigen, sei es Rechte von Individuen, von Gruppen oder zum Beispiel Tierrechte. Und wieder andere berufen sich auf moralische Prinzipien wie Gerechtigkeit oder Autonomie und so weiter. Also es gibt auch hier genug Grund für Kontroversen. Ja, und jetzt möchte ich auf die synthetische Biologie zurückkommen. Und zwar soll es nun darum gehen, welche ethisch-moralischen Fragen die synthetische Biologie aufwirft. Ich nehme jetzt hier ethisch und moralisch zusammen, weil es sowohl um das moralische Urteil wie auch um dessen Begründung gehen soll. Ganz grob gesagt kann man sagen, dass die synthetische Biologie drei Arten von ethischen Fragen aufwirft. Das sind einerseits Fragen, die im Zusammenhang stehen zu Anwendungen und Risiken der synthetischen Biologie. Also es wären Produkte, die synthetische Biologie liefern soll. Das ist immer ein bisschen futuristisch gedacht, weil im Moment sind noch keine synthetischen Biologieprodukte auf dem Markt, aber es sind sehr, sehr viele Ideen da, welche Art von Produkten da auf den Markt kommen sollen. Und in dieser Diskussion betont man sehr stark die Konsequenzen, die solche Produkte haben, positive wie negative, für Individuen, die Gesellschaft und die Umwelt. Dann eine andere ganze Gruppe von ethischen Fragen im Zusammenhang der synthetischen Biologie betreffen die Verteilung und die Gerechtigkeit. Hier wird diskutiert, wird der Zugang zu Techniken und Produkten der synthetischen Biologie diskutiert. Und dann die dritte Gruppe von Fragen nenne ich hier die Fragen zu der Philosophie der synthetischen Biologie. Hier geht es um die Ziele dieser Technologie und die Herangehensweise. Und ich möchte jetzt noch kurz zu jedem dieser Gruppen etwas mehr sagen. Zuerst zu den Anwendungen und Risiken. Eben wie gesagt, es gibt im Moment noch keine Produkte der synthetischen Biologie auf dem Markt, aber es gibt sehr, sehr viele Ideen und Visionen, was man damit alles machen könnte. Davon lebt die ganze Diskussion auch ein bisschen. Und da sind natürlich mit solchen Anwendungen immer Risiken verbunden. Und eine Idee, die man immer wieder hört, ist, dass man zum Beispiel Mikroorganismen so programmieren könnte, dass die Schadstoffe in der Umwelt abbauen könnten. Dass man also verschmutzte Gebiete wieder reinigen könnte mittels solcher Organismen. Dazu müsste man aber diese Organismen natürlich in die Umwelt freisetzen. Und das führt, das haben wir jetzt auch schon vorher gehört, das führt zu potenziellen Risiken, wenn diese Organismen frei sind. Und hier muss man auch wieder unterscheiden, die Frage, was ist gefährlich, also welche Risiken bestehen, das ist in sich selbst nicht eine ethische Frage, das ist eine empirische Frage, das kann man mit Experimenten untersuchen. Aber die ethische Frage ist dann, welche Risiken sind vertretbar, wie weit wollen wir gehen und welchen Nutzen rechtfertigen Risiken. Also diese Abwägung von Nutzen und Risiken, das ist eine typische ethische Frage. Ein anderes Gebiet, wo man sich natürlich sehr viel erhofft von Anwendungen der synthetischen Biologie, ist die Medizin. Und wir haben das sehr schön gehört in den Vorträgen bisher, dass eben diese ganzen neuen technologischen Möglichkeiten und auch diese ingenieurartige Herangehensweise eine neue Dimension von Kreativität in die Biotechnologie einführt. Und damit ist es wirklich, oder soll es möglich werden, den Metabolismus sehr grundlegend zu verändern. Das wird vor allem in Bakterien gemacht, aber mehr und mehr auch in humanen oder mindestens Säugerzellen. Und zwar zum Beispiel eine Gruppe aus Basel hat in Mäusen einen Mechanismus entwickelt, dass das ist ein Stoffwechselweg, der die Harnsäurekonzentration in diesen Mäusen reguliert. Und da Ansammlung von Harnsäurekristallen ein Grund für Gicht ist,
wäre das natürlich eine wunderschöne Prophylaxe gegen Gicht. Wenn man diesen Stoffwechsel in sich selbst hätte, bekäme man keine Gicht, kein Rheuma. Und so kann man sich noch unendlich viele solche Anwendungen vorstellen, und das könnten natürlich, solche prophylaktischen Anwendungen könnten unser Verständnis davon, was eigentlich normal ist, was eigentlich gesund ist, grundlegend ändern. Und da kann man sich fragen, wie sind solche Veränderungen moralisch zu beurteilen? Ist das etwas, was wir wollen? Ist das etwas, was sinnvoll ist? Und natürlich kann man auch über das Prophylaktische hinausgehen. Man kann sich alles Mögliche für interessante also Stoffwechselwege vorstellen, die man im Menschen einbauen könnte. Zum Beispiel, dass der Mensch essentielle Stoffe, Vitamine, die wir bisher mit Nahrung aufnehmen mussten, dass man die selber herstellen könnte und so weiter. Oder man, ja, da ist der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das würde dann in diese klassische Debatte des Human Enhancement reinführen. Also eben, soll man den Menschen versuchen zu verbessern? Und auch das wirft natürlich eine ganze Palette von ethischen Fragen auf. Einerseits, ob das wünschenswert ist, ob das gerecht ist, und dann wirft es natürlich auch wieder Risiken auf, und da sind wir wieder im oberen Bereich. Also hier gibt es genug Stoff für Ethiker. Dann die zweite Gruppe von ethischen Fragen sind eben die Fragen, die Verteilung und Gerechtigkeit betreffen, also den Zugang zur Technologie. Und eine ganze Gruppe von Fragen, die man hier diskutiert, betreffen Patente. Das ist zum Beispiel die Frage, darf man Ideen und Protokolle für einen Organismus, der noch gar nicht realisiert wurde, darf man die patentieren lassen? Also auch wieder vom Craig-Venter-Institut wurde ein Antrag gemacht für ein Patent für einen Organismus, der glaube ich, Bioethanol produzieren soll, also ein Biotreibstoff. Und dieser Organismus wurde aber noch gar nicht produziert. Es war einfach die Idee, die man patentieren lassen wollte. Und das ist natürlich, ein solches Patent würde den Zugang für viele Leute natürlich dann einschränken. Und manche Leute sagen, ja, man sollte für die synthetische Biologie dieses gleiche Open-Source-System verwenden wie in der Softwarebranche. Aber da muss man dann sich wieder fragen, kann man wirklich verlangen, dass Forscher ihre biotechnologischen Werkzeuge allen frei zur Verfügung stellen, auch der Industrie? Und man muss sich schon bewusst machen, dass natürlich die Produktion von solchen biotechnologischen Werkzeugen, diesen Biobricks, wesentlich kostenaufwendiger ist als das Eintippen eines Softwarecodes. Und deshalb muss man sich schon fragen, ob man das wirklich gleich behandeln soll. Die zweite Gruppe von Verteilungsfragen betrifft die globale Verteilung. Und das ist einfach eine Beobachtung, die man gemacht hat. Jede zusätzliche Technologie, jede weitere Entwicklung in der Technologie vertieft diesen Graben zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Und das ist sicher eine höchst bedenkliche Tendenz, die auch eine ganze Reihe von ethischen Gerechtigkeitsfragen aufwirft und die in diesem Zusammenhang auch diskutiert wurde, zum Beispiel auch jetzt mit IGM. Ich habe gesehen, dass offenbar 2011 jetzt auch 1 oder 2 afrikanische Gruppen dabei waren. Das war lange ein Thema, dass eben Afrika nicht vertreten war in IGM. Und dann hört man Geschichten, dass man Afrikanern solche Gensynthese-Maschinen liefert, dass man das sogar spendet, aber dann haben sie keinen Strom, um die Maschine anzustellen, und die steht einfach irgendwo in einer Ecke. Das sind eben die Probleme sind komplexer, als man im ersten Moment denken würde. So. Okay, und jetzt noch zur dritten Gruppe von Fragen, das sind eben die Fragen zur Philosophie der synthetischen Biologie. Das sind sicher die umstrittensten Fragen, da gehen die Meinungen ganz extrem auseinander, ob das überhaupt moralische Probleme sind oder nicht. Etwas, was hier sicher immer wieder im Zentrum steht, ist dieses Ziel, neue Lebensformen oder überhaupt das Ziel, Leben zu produzieren und herzustellen. Das haben wir jetzt sehr schön in den vorherigen Vorträgen immer wieder gehört, dass das eben das Gottspielen, wir produzieren Leben, wir synthetisieren Leben, das ist schon etwas, mit dem man die synthetische Biologie verbindet. Und da stellt sich natürlich einmal die ganz grundlegende Frage, was ist eigentlich Leben? Und ist Leben etwas, das wir synthetisieren können chemisch? Ist Leben wirklich reduzierbar auf das Biologische? Und selbst die Frage, was ist ein Lebewesen oder besteht das Lebewesen nur aus Biologischem, kann man das überhaupt synthetisieren? Und da gibt es dann eben wirklich Leute, die sagen, dass das nicht möglich ist und dass es eine Überheblichkeit der Menschen ist, wenn sie sagen, wir synthetisieren Leben. Solche Interviews wie Craig-Venter und seine Kollegen, die Hodgson oder ein anderer bekannter synthetischer Biologe aus Craig-Venters Labor wurde oft zitiert,
dass er auf die Frage, spielen Sie Gott, antwortet, nein, wir spielen nicht. Und solche Aussagen, ich meine, da muss ich sagen, kommt dann schon der Vorwurf der Hybris, der Überheblichkeit, wird dann schon verständlich. Eben auch die Frage, wie sind die Ziele, das Ziel Leben herzustellen, wie ist das zu beurteilen? Ein Ziel, eine nützliche Anwendung zu produzieren, ist moralisch sicher unbestrittener als eben das Ziel Leben herzustellen. Dann auch etwas, das immer wieder diskutiert wird und ich denke, eine sehr spannende Frage ist wie sind diese Produkte der synthetischen Biologie einzuordnen? Sind das Lebewesen oder sind das Maschinen? Wir haben jetzt immer wieder gehört, dass man hier von IGM, von Genetically Engineered Machines spricht, von Living Machines. Und das ist dann auch die deontologische Frage, sind das wirklich Maschinen oder ist es einfach eine Metapher? Nennen wir sie Maschinen, weil sie sind wie Maschinen oder sind es wirklich Maschinen? Und gekoppelt daran ist eben die moralische Frage, Entschuldigung, sind Maschinen und Lebewesen gleich zu behandeln? Oder ist es so, dass man ein Lebewesen anders behandeln sollte als Maschinen? Ja. Und das ist eine kurze Zusammenfassung der Fragen in diesem Bereich oder einiger Fragen in diesem Bereich. Nun, wenn ich jetzt die Liste der ethischen Fragen, die Sie hier stellen, aufliste, haben sicher die meisten von Ihnen gedacht, ja, also diese Fragen kennen wir, das ist nicht wirklich etwas Neues. Viele dieser Fragen wurden tatsächlich im Zusammenhang mit in anderen Debatten, sei es jetzt die Gentech-Debatte, sei es im Zusammenhang der Nanotechnologie, die ganzen Lebensfragen wurden im Zusammenhang mit In-vitro-Fertilisation teilweise auch diskutiert. Also tatsächlich gibt es hier sehr starke Überlappungen mit anderen Debatten. Und deshalb ist es extrem wichtig, dass man jetzt nicht die synthetische Biologie isoliert diskutiert und einfach versucht, sich nur auf die synthetische Biologie zu konzentrieren, sondern dass man wirklich probiert, sie im Kontext der anderen Debatten diese Fragen wieder aufzugreifen und die Anknüpfung an die anderen Debatten auch zu suchen. Die Tatsache, dass aber ähnliche Fragen auch in anderen Debatten gestellt wurden, heißt nicht, dass man das jetzt nicht mehr diskutieren soll. Also wenn jemand auf die Frage darf man Leben herstellen, antwortet, ja, das darf man, das haben wir schon in der In-vitro-Fertilisationsdebatte gehört, dann ist das keine Antwort, weil einerseits natürlich der technische Hintergrund der synthetischen Biologie diese Fragen in ein anderes Licht wirft und dann ist es auch der historisch-kulturelle Kontext, in dem wir heute leben, der wirft ein anderes Licht auf diese Fragen als der Kontext, in dem sie zuvor diskutiert wurden. Zum Beispiel gerade unsere ganzen Erfahrungen mit der digitalen Revolution, mit den Möglichkeiten des Computers, das verändert unser Verhältnis zur Technologie im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren. Also es ist sicher sinnvoll, dass man die Fragen wieder diskutiert, aber eben, dass man nicht vergisst, dass man die Überlappung mit den vorherigen Debatten suchen soll. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich erzählen wollte.